No, that One goes to Postville via Banksia. First stop, So, in dem Sinne herzlich willkommen zu Video 4, live vom Sydney Flughafen. Ja, der ist auch dabei. Hallo. Sag mal Hallo. Ja, irgendwie haben wir es doch hinbekommen. Ja, wir sind hier, wir machen einen kleinen Trip. Wir gehen jetzt zu Brisbane oder fliegen jetzt zu Brisbane für eine Nacht. Ich weiß noch nicht so genau, weißt du eigentlich, was überhaupt in Brisbane überhaupt gibt? Nee. Wir werden einfach da hingehen und so gucken, was es ist. Es ist auf jeden Fall schon viel wärmer als hier. Deswegen, ja, das wird ganz cool und ja, bin gespannt, was es da gibt. Wow, stopp. Ich schneide ja gerade den Vlog aktuell. Ich habe diese Szene nochmal angeguckt und finde mich ehrlich gesagt direkt hart unsympathisch. Mir ist nämlich im Nachhinein aufgefallen, ich habe überhaupt nicht vorgestellt, wer diese Person gerade neben mir war. Und das ist mir im Nachhinein ein bisschen peinlich. Denn er ist kein random Dude, den ich am Flughafen zufällig angetroffen habe. Das ist tatsächlich ein recht guter Kumpel von mir. Ja, also, für euch, die ihn nicht kennen, das ist der Flo. Wir haben uns damals in der Voss-Zeit kennengelernt. Wir waren in der gleichen Schulklasse. Das ist jetzt, Voss-Abi habe ich ich glaube 2015 gemacht. Das ist auch schon eine Weile her, wo wir uns kennen. Ja, und der hat mich auch vor einiger Zeit gefragt, als er erfahren hat, dass ich nach Australien fahre, ob er mich besuchen konnte. Und das sage ich jetzt auf keinen Fall nein. Habe ich da auch sehr gefreut darauf, dass er dann gekommen ist. Und ja, genau. Und der wird jetzt in diesem Video ja recht häufig featuren. Und ja, jetzt geht's wieder weiter nach Brisbane, würde ich sagen. Ja, von Sydney nach Brisbane ging der Flug nur ein bisschen mehr als eine Stunde, also es ging echt klar. Von dem Flughafen aus sind wir dann mit Bahn in der Stadt gefahren, da haben wir schon direkt gesehen von hier, okay, die Skyline ist größer, als ich erwartet hätte auf jeden Fall. Da wir noch ein bisschen Zeit hatten, bevor wir in unser Hotel einchecken mussten, sind wir einfach hier, so ein bisschen planlos durch die Stadt rumgelaufen erstmal, um die Zeit zu überbrücken. Wir sind erstmal hier durch die botanischen Gärten rumgelaufen, die auch ziemlich krass waren, also die in Sydney sind ja auch schon echt cool. Aber Brisbane war vielleicht sogar noch eine Stufe mehr. Und dann guckt euch übrigens diesen Baum an, also übelst heftig, was es grundsätzlich so für Bäume in Australien gibt. Durch Brisbane fließt ja ein recht großer Fluss, der heißt Brisbane River. Ich weiß, ganz kreative Name an der Stelle. Aber als wir da auf der anderen Seite vom Fluss waren, wir haben uns plötzlich dann ganz woanders gefühlt. Auf der anderen Seite war dann irgendwie so gar kein Großstadt-Feeling mehr, sondern eher ganz anders. Also hier sieht man übrigens so die Aussicht von der anderen Seite aus, das war auch ganz cool über die Skyline. Aber als wir dann weitergelaufen sind, anstatt so richtig Großstadt-Feeling, war es eher so, als ob wir so in Urlaubsresort gelandet sind. Also es war halt sehr viel grün, so sehr viel entspannter. Hier sieht man auch, war so eine kleine Essensmeile, sage ich mal. Da ist übrigens so ein bayerischen Biergarten, sind wir nicht reingegangen. Und das Highlight davon war das hier, so eine Lagune, ein Stadtstrand quasi, einfach mittendrin in der Stadt. Ja, das war auch richtig cool, da waren wir auch ein paar Mal gegangen. Ja, nachdem wir das alles gesehen haben, sind wir dann einfach zu unserem Hotel zurückgegangen, haben uns dann kurz eingecheckt, sind aber auch direkt wieder weitergelaufen und ja, unsere Wildereise. Während wir bei dem Aussichtspunkt sind, schauen wir, was für richtig schöne Helme wir hier tragen, ja. Extra von Beam mit diesem Bike-Share und also Flo fährt gerade Scooter, ich fahre gerade diesen Fahrrad. Ja, und wir haben da eine Helmpflicht in Australien, deswegen müssen wir diese wunderschicken Helme tragen. Aber für diesen Ausblick hier, würde ich sagen, hat es sich gelohnt. Und wie das sich gelohnt hat. Wir sind wirklich ziemlich weit gefahren, waren dann auf unterschiedlichen Aussichtspunkten, haben einfach so ein bisschen auf die Skyline geguckt. Ja, keine Ahnung, was ich davor hatte. Aber ja, was auch ganz cool war, es war halt Sonnenuntergang. Man hat da wirklich dann ein paar ganz coole Bilder bekommen. Und ja, die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das war schon ganz cool, aber ein bisschen teuer, muss man sagen. Ja, und so sieht Brisbane bei Nacht aus. Auch richtig schön. Sehr viel Farbe auf jeden Fall. An den Abend hat dann eine Freundin von Flo, die ganz zufällig in Brisbane auch war, uns dazu gejoint. Und wir haben uns mal überlegt, wo wir zusammen den Abend verbringen können. Und wir hatten ein Ziel im Kopf und der sah so aus.
Also diese Rooftop-Bar war fast zu gut, um wahr zu sein. Das war in einem Hotel drin, wo die Preise für die Zimmer sage und schreibe $700 pro Nacht gekostet haben. Aber die Bar, die halt genauso swanky war wie der Rest vom Hotel, die Preise waren halt ganz normale Preise. Also für Brisbane-Standards halt absolut durchschnittlich. Deswegen sind wir halt einfach komplett underdressed da reingegangen. Das hier ist übrigens keine Dekoration, das ist mein Cocktailglas gewesen. Ist es nicht voll cool? Den hätte ich echt gern mitnehmen lassen. Selbst der Aufzug hier war übelst fancy. Ja. Das war ein wirklich sehr gelungener Abend in meinen Augen. So, Tag 2, aka der letzte Tag. Also hatten wir auch nicht mehr so viel Zeit. Ja, wir sind in der Früh bei einem sehr netten Kaffee gewesen, haben wir da ganz gut gefrühstückt. Dann sind wir hier diese Essensmeile ein bisschen gelaufen. Aber weil es halt echt noch ein bisschen früh war, war noch nicht so viel los. Hier hatten wir dann so eine Aussicht über die Brücke und ja, im Folgenden wird Liam ein bisschen die Welt erklären. So, also, Liam erklärt kurz mal Brisbane. Erstmal da hinten, nicht wirklich die Ahnung, was das ist. Da ist eine ÖPNV-Fähre. Das haben sie, wow, das kann man jetzt richtig gut sehen. Haben sie auch so wie in Sydney. Finde ich hier schon mal gut, kriege schon mal einen Pluspunkt. So, da hinten, das hier, ja genau. Das ist der höchste Gebäude in Brisbane, soweit wir wissen zumindest. Ich weiß auch nicht genau, was da drin ist. Denn hier ist die Brücke. So Story Bridge nennt sie sich. Ist quasi ja die Harbour Bridge von Brisbane, würde ich mal sagen. Dann ja die Skyline, von denen habt ihr bestimmt noch überhaupt nichts gesehen in diesem Video bisher. Und ja, das ist der Meriden Hotel. Ich wollte jetzt eigentlich schockieren, wie viel das kostet. Aber es geht sogar. Also wir haben Zimmer für $310 pro Nacht gefunden. Das hätte viel, viel schlimmer sein können. Weil ich habe schon eigentlich mit viel mehr gerechnet. Wir waren gestern ja in diese Rooftop-Bar, da waren die Zimmer ordentlich teurer. Dahin ist so, ja, so ein bisschen der Essen, ich glaube auch ein bisschen so ein Partymeile. Also gut, jetzt ist gerade Nachmittag, dementsprechend ist nicht so viel los. Aber da sind wir auch gerade vorbeigelaufen, das war ganz cool. Und da ist der Flo. Hallo, ich bin's wieder. Lang nicht mehr gesehen. Ich muss nämlich kurz noch mal eine Sache klarstellen hier. Das hört sich ein bisschen unglücklich im Video an, finde ich. Dieses Hotel, wo ich gerade drauf gezeigt habe, wo die Zimmer $310 pro Nacht kosten. Wir waren da nicht drin. Ich finde zumindest, es hört sich gerade so an, als ob ich erzähle, ja, wir waren in diesem krassen Hotel für $310 pro Nacht. Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben das nur kurz lediglich gegoogelt, um zu schauen, wie viel es war. Unser Hotel war so ein kleiner Motel im Downtown für so $100 Euro die Nacht insgesamt, deswegen, das war was ganz anderes. Wollte ich einfach mal kurz klarstellen, bevor jemand denkt, die haben Lotto oder so gewonnen. Und jetzt kann es auch mit dem Video weitergehen. Naja, Liam, so viel haben wir gar nicht mehr gemacht. Wir haben eigentlich nur noch bei diesem Spielplatz hier gechillt, ganz legitim für zwei 26-Jährige und haben dann auch dieses lustige Gegenstand gefunden. Der hört einfach nicht auf. Der hört auf. Nach dieser harten Enttäuschung haben wir dann noch kurz einen Besuch bei der Lagune abgestattet. Da war aber nicht so viel los, weil das Wetter nicht so ideal war. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon bei Brisbane. Haben wir noch unseren Zug genommen und sind dann wieder zum Flughafen gefahren. Das war wirklich nur ein sehr kurzer Trip, aber ich finde, wir haben das Wichtigste in der kurzen Zeit zumindest gesehen. Und wir sind auch gerade richtig gegangen, denn in der Stunde, wo wir geflogen sind, hat es halt richtig hart angefangen zu regnen. Da war unser Timing gar nicht mal so schlimm. Und ich weiß, ja, in diesem Video kamen bisher echt viele Videos von Skylines, das ist mir schon bewusst, aber nichtsdestotrotz, als wir in Sydney nochmal gelandet sind, haben wir hier einen wunderschönen Ausblick bekommen, bis auf die paar Wolken, die ein bisschen im Weg waren. Und das wollte ich nochmal kurz zeigen, weil das finde ich wirklich, wirklich sehr hübsch hier. So, wir sind wieder da. Wir sind sogar seit gestern Abend schon wieder da, aber ich musste mich direkt ins Bett schmeißen, weil ich war schon ziemlich müde. Wir haben uns sehr viel bewegt dieses Wochenende. War aber schon direkt genervt, dass ich zurückkam und das gesehen habe. Meine Lichtleiste, ja, weiß nicht, ob die Garantie abgelaufen ist, was da passiert ist, aber irgendwie ist die einfach, ja, hat sie sich entschieden abzufallen, während ich weg war und es klebt auch irgendwie gar nicht mehr. Deswegen, aber das ist ein Problem für gleich. Brisbane war eine wunderschöne Stadt. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. War nochmal deutlich anders als Sydney, fand ich. Also erstmal klimatisch war es erstmal ganz anders, weil es nochmal deutlich wärmer war. Vor allem, als wir gestern losgefahren sind, hat es angefangen recht stark zu regnen, aber es hat nicht wirklich unbedingt abgekühlt. Also in Sydney fällt mir schon auf, wenn es anfängt zu regnen, dann geht der Temperatur schon recht schnell runter. Aber in Brisbane war das jetzt nicht unbedingt so. Es hat sich wirklich die ganze Zeit warm gehalten, egal wie das Wetter war.
Naja, nee, ansonsten eine sehr, sehr grüne Stadt auch auf jeden Fall. Ganz viele Parkflächen. Und damit meine ich nicht nur die botanischen Gärten. Es gab noch ganz viele, die wir nicht besucht hatten, weil wir nicht wirklich die Zeit dafür hatten. Aber die waren anscheinend auch noch sehr schön, so wie es sich anhört. Ja, innovativ war die Stadt irgendwo auch, fand ich. Also E-Scooter, ich weiß, es gibt es ja inzwischen schon überall, aber man hat gemerkt, das ist so ein der Hauptverkehrsmittel dort. Das nutzt halt ziemlich fast jeder. Aber auch so ein paar Aspekte, so ÖPNV ist halt auch teilweise kostenlos, also jetzt nicht überall, aber das war für uns ganz gut. Wir haben mal so ein paar kostenlose Linien ausgetestet. Finde ich auch schon mal so ein bisschen fortschrittlicher. Und ja, die Stadt war halt dementsprechend, fand ich einfach grundsätzlich etwas nachhaltiger. Und ich glaube, es wird auch in den nächsten Jahren nochmal deutlich schöner, weil es gab sehr, sehr viele Baustellen. Würde ich jetzt eigentlich nicht unterschätzen. Das hat jetzt die Erfahrung irgendwie nicht schlimmer gemacht, aber die waren halt trotzdem da. Man musste halt trotzdem viele Umwege machen wegen den Baustellen, aber es liegt halt daran, dass Brisbane ja in 2032, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ja die Olympischen Spiele austrägt. Also ich gehe davon aus, bis dahin ist die Stadt noch deutlich, deutlich schöner. Ich könnte mir vorstellen, dass Olympia da wirklich einen großen Impact haben könnte. Genau, hat sich auf jeden Fall alles gelohnt. Vielleicht gehe ich auch nochmal dahin, weil wenn ich jetzt die Küste hochreise, das liegt eigentlich noch auf dem Weg. Deswegen kann schon sein, dass ich es mal kurz wiedersehe. Naja, jetzt sind wir aber wieder da. Müssen wir gucken, was wir jetzt gleich machen. Flo ist noch 3 Tage hier. Ja, ich gehe jetzt erstmal einkaufen und für euch geht es jetzt weiter mit irgendwas bestimmt ganz Tolles. Jetzt gibt's wirklich was Tolles. Wollt ihr süße Tiere sehen? Ja gut, ist eine rhetorische Frage. Natürlich wollt ihr süße Tiere sehen und hier gibt's dann auch welche. Wir waren nämlich in einem australischen Wildpark in der Nähe von Sydney und das war wirklich fantastisch. Da gibt es so viele coole Tiere, wie zum Beispiel diese süße kleine Quokka, die kleinste Känguruart, was es gibt. Es gab sogar mehrere von denen und ein Imposter war irgendwie auch dabei. Danach gab es ein paar größere Vögel, wie zum Beispiel dieser Cassowary, einer der größten Vögel der Welt. Leider gibt es da nur noch ganz wenige von denen. Hier sind dann ein paar Pelikane, die waren natürlich auch chillig. Das hat nur irgendwie einer gebadet. Vielleicht hatten sie einen Terminkalender, keine Ahnung. Und dann kamen sie. Koalas. Einer der süßesten und vielleicht lustigsten Tiere, die ich glaube jemals gesehen habe. Die waren so, so geil. Guckt's einfach mal, wie flauschig die sind. Oh, die waren so cool. Vor allem die meiste Zeit haben sie eigentlich nichts anderes gemacht, außer schlafen. Aber dann bewegt sich einer 2 Zentimeter und dann heißt es wieder, oh ja, nochmal 2 Stunden schlafen. Also, aber habe ich gefühlt. Also die sind auf jeden Fall mein Spirit Animal, habe ich danach entschieden. Also ich und Flo standen da mindestens eine halbe Stunde und haben die zugeguckt. Die waren so entertaining zum Zuschauen die ganze Zeit. Also ja, es war das erste Mal, wo ich die gesehen habe. War einfach mega geil. Und ja, und dann haben wir sogar eins gesehen, der am Boden gelaufen ist. Ich glaube, ich habe noch nie einen Koala am Boden gesehen, aber ja, war auch lustig zu sehen. Und dann hat er sogar noch hier einen kleinen Sprung gemacht. Daraufhin hat er halt auf jeden Fall 6 Stunden Schlaf verdient, würde ich sagen. Ja, dich meine ich. Ja, die hatten auch wirklich, wirklich viele Koalas da. Man konnte sogar theoretisch ein Bild mit eins machen, aber das hat $30 gekostet und man durfte den auch nicht wirklich halten. Deswegen haben wir uns mal einfach dagegen entschieden. Ja, das nächste, was dann kam, waren diese Jungs hier. Mini-Pinguine oder kleine Pinguine. Also das hier ist die kleinste Pinguinart der Welt. Soweit ich weiß, glaube ich, gab es ja auch nur in Australien. Aber ja, Pinguine immer gut. Dazu kommt mehr später noch im Video, was dazu vielleicht. Dann gab es ein paar weitere klassische australische Tiere. Hier sind zum Beispiel ein paar Emus. Die haben zum Beispiel auch Wallabies. Das sieht man hier. Das ist auch so eine kleine Känguru-Art. Die waren aber eigentlich auch ganz lustig. Jetzt kommen wir aber auch mal zu den nicht so süßen Tieren. Davon hat Australien auch genug. Da habt ihr ja auch gerade diesen riesen Krokodil gesehen, von dem ihr leider nur einen ganz kurzen Shot gehabt. Ja, dann gab es auch so ein Reptilienhaus, wo alles Mögliche drin war. Zum Beispiel solche Dinger hier. Ja, dass ich überhaupt so nah zu einer Schlange war, da war ich schon sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Ich hasse ja die Tiere bis zum geht nicht mehr. Aber das wisst ihr ja eh alle. Hier noch ein paar weitere Shots aus dem Reptilienhaus. Ich würde jetzt mal sagen, das Beste kommt zum Schluss. Yes, Kängurus. Ganz, ganz viele Kängurus sogar. Das war ganz nett gemacht dort. Die hatten da eine ziemlich große Fläche gehabt, wo sie ja halt einfach so schlafen oder was auch ich rumhampeln konnten. Aber es gab auch so eine Fläche, wo sie auch zu den Menschen gehen konnten, wo man die dann füttern konnte. Und das Beste dran war, man konnte die halt auch streicheln. Das war wirklich, wirklich cool. Und da haben wir auch beide super gute Bilder bekommen. Ich liebe das Bild, wo ich halt den Känguru da streiche, aber ich muss zugeben, Flo seiner ist auch richtig, richtig gut, wo die Känguru direkt in der Kamera guckt.
All in all, ein richtig gelungener Ausflug. Kam mir so ein bisschen wie ein Geheimtipp vor, weil es etwas außerhalb von Sydney war, aber war wirklich, wirklich schön. Gehe ich nochmal hin, denke ich. Da wir schon dabei sind, würde ich einfach mal sagen, ja, wir bleiben einfach direkt bei Tieren. Sea Life ist jetzt natürlich nichts ganz Besonderes, also ich meine, das gibt es ja auch in München, aber der in Sydney sollte halt richtig gut sein, weil es auch da anscheinend so ein paar besondere Tiere gab, deswegen haben wir es einfach mal so kurz abgecheckt. Wir haben Nemo direkt gefunden, das war auch nicht so schwer und dann haben wir schon das erste besondere Tier gesehen, nämlich das hier, ein Dugong, ja leider aber sehr vom Aussterben bedroht. Ein riesiges Tier aber, wie irgendwie alle Tiere in diesem Aquarium, also alle Tiere waren XL-Größe, guck mal zum Beispiel diesen Rochen an einfach. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Sehr nice auf jeden Fall. Und sowas findet man wohl echt häufig in australischen Meeren. Haie gab es natürlich auch im Aquarium, auch nochmal in XL-Größe. Aber sowas kommt anscheinend ziemlich häufig vor in Sydney. Wenn man da tauchen geht und von Sydney aus, dann sind die gar nicht mal so ungewöhnlich. Riesenschildkröte gab es auch, der war auch noch ganz cool zu sehen. Und dann, ja, hier gab es irgendwie auch eine merkwürdige Versammlung. Ich habe keine Ahnung, auf was die da so drauf geguckt haben. Sieht ein bisschen so aus, als ob die irgendwie Fußball schauen oder so, aber war schon lustig. Jetzt kommt aber noch der beste Teil, da wo wir auch im Abstand die meiste Zeit verbraucht haben, die Pinguine. Ja, ich hatte euch ja vorhin kurz versprochen, dass es noch ein bisschen Pinguin-Action gibt und ja, das gibt es jetzt auf jeden Fall. Wir waren recht lange da, weil Pinguine anschauen einfach auch irgendwie sehr viel Spaß macht, muss man sagen. Die sind halt so cool, denen kann man echt nichts Böses wünschen. Oh, bitte fall hin. Okay, ja, gut. Überspringen wir das einfach mal und lasst mich mal eine Geschichte zu einem Pinguin, den wir einfach mal Kowalski nennen, erzählen. Kowalski ist dieses Pinguin hier, der gerade nach rechts läuft. Und der ist uns ziemlich schnell aufgefallen, weil er irgendwie häufig nach links gegangen ist, einen Stein abgeholt hat und dann irgendwo nach rechts immer gelaufen ist. Da sieht man, dann kommt er wieder. Da war er gerade rechts, dann kommt er wieder zu dem Nest zurück. Schaut sich das an. Oh ja, da ist ein Stein, der ist halt außerhalb vom Nest. Und irgendwann läuft er dann gleich wieder nach rechts und rennt weg. Das sah schon alles ganz schön suspekt aus und dann ist die ganze Sache noch suspekter geworden, wenn ein anderer Pinguin kam, nennen wir mal Rico, und irgendwie ganz verwundert geguckt hat, wo die ganzen Steine sind. Naja, das Mysterium hat sich gelöst, als wir weiter rechts gelaufen sind, dann haben wir gesehen, ah ja, Kowalski klaut Steine von seinen Kollegen, um ein Nest zu bauen. Richtiger Frechdachs einfach, hat er einfach ständig die Steine geklaut. Naja, so viel dazu. Dann haben wir auch gesehen, wie sie gefüttert worden sind. Das war auch noch ziemlich witzig. Und die Leute, da hatten da irgendwie echt Spaß, den auch zu füttern. Bevor wir da auch noch kurz im Wasser gesehen haben. Man unterschätzt echt, wie flott die unter Wasser sind. Ja. Ja, das war's dann auch eigentlich auch schon mit Sea Life. Ja, Liam, wir sind schon fast bei 18 Minuten. Ich glaube, du sollst mal langsam abmoderieren, oder? Ja, entspann dich mal, wir kommen ja schon dahin. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Zugucken für dem Video. Es tut mir wirklich sehr leid, dass es so lange gebraucht hat. Aber man sieht hier vielleicht gerade so im Hintergrund, ich bin gerade bei mir an der Uni und heute ist letzter Unitag und das heißt, ich habe endlich Zeit, weil die letzten Wochen waren komplett stressig, ich sag's euch. Aber gut stressig, also jetzt überhaupt nicht schlecht. Es war richtig, richtig geil, was alles passiert ist. Aber ja, dementsprechend tut mir echt nochmal leid, dass es so lange gebraucht hat, aber der nächste wird wahrscheinlich bald kommen, weil ich jetzt bald endlich wieder Zeit habe. Deswegen, der 5. Vlog wird nicht mehr so lange um die Ecke sein. Dementsprechend, vielen Dank und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bye, bye.